Du startest ein Gespräch in Deutschland und nach 10 Sekunden ist Stille? Passiert super oft. Heute zeigen wir dir, wie Smalltalk hier wirklich klappt, ohne peinliche Pausen. Ganz genau. Du lernst einfache, feste Sätze für Treffen mit Freunden, Geburtstage oder ein lockeres Netzwerkevent, und zwar auf A2-Niveau. Danach hast du kleine Bausteine, die du sofort nutzen kannst. Hi zusammen, ich bin Tim und das ist Julia. Ach so, und wenn du später üben willst, die ganze Lektion ist auf Vocabli. Also, los geht's direkt mit den wichtigsten Einstiegsfragen. Ja, der Start ist oft das Schwerste. In Deutschland funktioniert ein Bezug zum Anlass richtig gut. Zum Beispiel, wie kennst du den Gastgeber? Oder, bist du auch wegen des Vortrags hier? Und wenn du gar keinen Anknüpfungspunkt hast, nimm was Einfaches. Ich sag oft, Hi, ich bin Tim, wie heißt du? Dann kommt meist sofort die Antwort, und man ist drin. Oder du fragst nach Getränk oder Essen, das ist total unverfänglich. Sowas wie, hast du schon den Kuchen probiert? Oder, was trinkst du heute? Das ist leicht und freundlich. Bevor wir spielen, kurz was Wichtiges, du oder sie. Auf Partys sagt man meistens du. Bei formellen Treffen, also Arbeit oder wenn viele Anzüge da sind, lieber erst sie sagen. Genau. Und wenn du unsicher bist, frag einfach nett, wollen wir du sagen? Das ist höflich und macht die Situation klar. Keiner ist böse, wenn du freundlich fragst. Okay, kleines Rollenspiel, Party bei Alex. Locker, also du. Ich fang an, Hi, ich bin Tim. Wie heißt du? Hey, ich bin Julia, freut mich. Wie kennst du Alex? Wir haben zusammen studiert, naja, schon ein paar Jahre her. Und du? Bist du aus seinem Sportverein oder so? Fast, ich arbeite mit ihm. Ich bin erst seit 2 Monaten in der Firma. Und, hast du schon den Kartoffelsalat probiert? Ja, der ist echt gut. Übrigens, woher kommst du eigentlich? Aus Berlin oder eher nicht? Ich bin aus Köln, aber ich wohne jetzt in Berlin. Und du so? Bist du hier aufgewachsen? Nee, ich komm aus Leipzig. Sag mal, was machst du gern am Wochenende? Einfach so, um die Stadt zu entdecken? Ich gehe viel spazieren und probiere neue Cafés. Kennst du ein gutes in deiner Gegend? Vielleicht mit ruhiger Musik? Ja, es gibt eins bei mir um die Ecke, richtig gemütlich. Kann ich dir später den Namen sagen? So, stopp mal. Das war schon eine Runde gutes Smalltalk, oder? Total. Wir haben Namen ausgetauscht, den Anlass genutzt, Stadt, Essen, Hobbys. Alles leichte Themen, und es klingt natürlich. Noch ein Tipp. Wenn du den Namen vergisst, sag einfach, Entschuldige, wie war dein Name nochmal? Das ist normal, kein Drama. Und wenn du dich erstmal kurz vorstellen willst, nimm eine Minischablone. So, ich bin Julia, ich komme aus Köln, und ich arbeite in einer Agentur. Oder, ich studiere gerade Informatik. Ja, und wenn du Smalltalk beenden willst, aber freundlich, sag, war schön, mit dir zu reden. Ich hol mir mal was zu trinken, bis später. Das ist höflich und klar. Lass uns kurz über Fehler sprechen, die oft passieren. Ein Klassiker ist das Mischen von du und sie. Das wirkt, ziemlich verwirrend. Bleib bei einer Form oder frag kurz nach. Und direkte Übersetzungen sind gefährlich. Ich hab mal im Flugzeug gesagt, ich bin langweilig, weil mir langweilig war. Die Person dachte, ich bin als Mensch langweilig. Uff, war das peinlich. Oh ja, ich kenn sowas auch. Eine Freundin hat mal was wörtlich aus dem Englischen übersetzt,
und das klang, na ja, zweideutig. Seitdem sagt sie lieber, ich lerne noch Deutsch, hilfst du mir kurz? Das macht direkt sympathisch. Das ist mein Lieblingstrick. Einfach offen sagen, ich übe noch, sag bitte, wenn etwas komisch klingt. Menschen sind dann viel netter und das Eis ist gebrochen. Bevor wir weitergehen, machen wir eine kleine Übungsrunde, so als Mini-Dialog für ein Netzwerkevent. Da nehmen wir Sie, ja? Ich fang an. Alles klar, formell. Los geht's. Guten Abend, ich bin Julia Meyer. Arbeiten Sie auch im Marketing? Guten Abend, Tim Becker, freut mich. Noch nicht, ich bin im Produktteam. Wie hat Ihnen der Vortrag gefallen? Ganz gut, die Beispiele waren hilfreich. Sind Sie das erste Mal hier bei diesem Treffen? Ja, genau. Ich bin neu in der Stadt und wollte Leute kennenlernen. Darf ich fragen, aus welcher Branche Sie sind? Aus der Medienbranche. Wenn Sie mögen, wir können später du sagen. Das macht's einfacher. Gern, sagen wir du. Danke dir. Und schon ist es weniger steif. So, kleines Zwischenquiz. Weißt du noch, wie man freundlich nach dem Du fragt? Komm, sag's mal laut, auch wenn du auf der U-Bahn stehst. Ich probier's. Wollen wir du sagen? Oder, ist du für dich okay? Antwort, ja, perfekt, beide sind nett und klar. Genau so. Und wenn du beim Sie bleiben willst, sag einfach, lieber noch beim Sie, danke. Das ist völlig in Ordnung. Noch ein Punkt, der oft diskutiert wird, worüber redet man am Anfang? Arbeit, Stadt, Hobbys gehen immer. Über Politik oder sehr private Dinge eher nicht, besonders beim ersten Hallo. Ja, und bei Kindern ist es in Deutschland manchmal sensibel. Manche finden Kinder bei Feiern laut, andere sind super herzlich. Wenn du fragst, bleib freundlich, wie alt ist dein Kind? Oder, geht's euch gut hier? Das ist neutral und nett. Guter Hinweis. Ich hab auf einer Feier mal gesagt, na, deine Kids sind ja wild, haha. Das kam nicht gut an. Besser. Die Energie ist heute hoch, oder? Braucht ihr was? Das ist viel empathischer. Und es zeigt, dass du helfen willst. Smalltalk muss nicht tief sein, aber freundlich und respektvoll, ja. Noch was Praktisches. Gesprächsstarter als kleine Listen im Kopf. Zum Beispiel 1 Bezug. Wie kennst du X? 2 Ort. Bist du zum ersten Mal hier? 3 Essen, Trinken. Was schmeckt dir heute? Und 4 Stadt. Kommst du aus Berlin oder bist du neu hier? 5 Wochenende. Was machst du gern am Samstag? 6 Ein ehrliches Kompliment. Deine Jacke ist cool. Woher ist die? Komplimente sind super, aber kurz und echt. Nicht übertreiben. Ein einfaches. Das Hemd steht dir gut, fertig. Wenn du mal hängen bleibst, nutz Brückenwörter. Sowas wie, also, ja, und sonst so. Oder, gute Frage, was machst du gerade so im Alltag? Das bringt das Gespräch zurück. Ich mag auch, ehrlich gesagt, ich satsch grad ein Thema, hilf mir mal. Das ist witzig und locker. Viele lachen dann, und es läuft wieder. Humor hilft wirklich. Eine Hörerin schrieb, sie merkt sich Phrasen besser, wenn sie einen kleinen Witz dazu packt. Zum Beispiel, ich bin neu hier, aber ich kenn schon den Weg zum Kuchen. Zack, lächeln. Oh, das ist gut. Und falls du Angst vor peinlichen Momenten hast, umarme sie. Sag, upsi, das klang komisch. Was ich meine ist, so zeigst du, dass du entspannt bist. Genau. Kurzer Tipp zum Namen wiederholen.
nach der Vorstellung sag einmal den Namen zurück. Freut mich, Tim. So merkst du ihn besser. Und stell gern eine offene Frage danach. Tim, was machst du so am Wochenende? Zack, das Gespräch geht weiter. Lass uns noch ein Mini-Rollenspiel machen. Du triffst jemanden am Buffet, halb formell, wir bleiben beim Du, aber höflich. Ich fang an. Alles klar, ich mach mit. Hi, ich bin Julia. Oh, die Suppe riecht gut. Hast du die schon probiert? Noch nicht, aber die sieht lecker aus. Ich bin Tim, freut mich. Bist du auch wegen des Workshops hier? Ja, genau. Ich fand den ersten Teil spannend. Und du, was hat dir gefallen? Die Beispiele waren hilfreich. Bist du aus der Stadt oder angereist? Ich bin gestern gekommen. Sag mal, wenn du Tipps für Kaffee hast, ich nehm alles. Ich liebe kleine Cafés. Oh ja, da kenn ich 2. Ich schreib dir später die Namen. Und schon hat man Kontaktpunkte. Apropos Kontakt, wenn du Schluss machen willst, aber vielleicht später weiterreden, sag, ich hol mir mal Wasser, wir sehen uns gleich wieder. Das lässt die Tür offen. Und wenn du jemandem Raum geben willst, stell ihn kurz vor. Sowas wie, kennst du schon Lea? Sie ist auch neu hier. Dann können die beiden reden, und du gehst entspannt weg. Sehr elegant. Ach, und eine Sache zu Begrüßungen, in Deutschland fragt man oft nicht sofort nach dem Beruf. Erst ein bisschen locker reden, dann Arbeit. Kommt natürlich auf das Event an. Ja, bei Netzwerkevents ist Arbeit normal, klar. Aber bei Geburtstagen lieber erst, wie kennst du X? Oder, was machst du gern in der Freizeit? Das ist wärmer. Wenn dir ein Wort fehlt, sag, mir fehlt grad das Wort, so etwas wie, und beschreibe es. Viele helfen sofort, weil sie merken, du gibst dir Mühe. Und bitte kein Stress mit Grammatik mitten im Satz. Red einfach weiter. Du kannst am Ende sagen, war das richtig? Dann bekommst du eine freundliche Korrektur. Noch kurz zu kulturellen Erwartungen. Manche sagen, Deutsche mögen keinen Smalltalk. Ich finde, sie mögen nur kein sehr oberflächliches Blabla. Ein kleines, echtes Thema funktioniert super. Stimmt. Ein ehrliches Minithema wie, dein Weg hierher, das Wetter heute war heftig, oder, ich satsch grad eine gute Bäckerei. Das ist konkret und nicht zu privat. Und wenn du über Arbeit sprichst, vermeide Bewertungen wie, Deutsche arbeiten immer so oder so. Bleib lieber bei dir, in meiner Firma ist es so. Wie ist es bei euch? Oh, sehr gut. So bleibt es höflich und offen. Und niemand fühlt sich angegriffen. Sollen wir ein paar fertige Sätze sammeln, so als kleines Toolkit? Dann kann man die einfach einstecken, ja? Gern. Hier kommen sie, schön kurz. 1. Hi, ich bin. Wie heißt du? 2. Wie kennst du? 3. Bist du zum ersten Mal hier? 4. Was trinkst du heute? 5. Kommst du aus der Stadt? 6. Was machst du gern am Wochenende? 7. Wollen wir du sagen? 8. Entschuldige, wie war dein Name nochmal? 9. War schön, mit dir zu reden. Bis später. 10. Ich lerne noch Deutsch, hilfst du mir kurz? Wenn du nur 2 davon merkst, nimm, wie kennst du X, und was machst du gern am Wochenende? Die funktionieren fast immer. Magst du noch eine Mini-Anekdote? Die passt gut. Ich hab mal in einem vollen Zug versucht, locker zu sein und hab gesagt, mir ist spannend, statt ich bin gespannt. Der Mann hat gelacht, dann haben wir 10 Minuten nett gequatscht. Fehler verbinden manchmal. Ja. Genau das meinten viele Lernende,
das Ungenaue macht dich menschlich. Sag's einfach mit einem Lächeln, und es wird eine Brücke. Noch ein kurzer Feinschliff. Wenn jemand viel redet, nicke und sag kleine Wörter. Klar, verstehe, aha, ja genau. Das zeigt, du hörst zu, und die Person fühlt sich wohl. Und stell eine Rückfrage, auch einfach echt? Und wie war das für dich? Oder, oh, und dann? So bleibst du im Gespräch. Zum Schluss ein sanfter Exit, wenn du wirklich gehen musst. Ich muss los, aber es war super nett. Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Score. Oder, ich meld mich später, ich schnapp mir jetzt kurz was zu essen. Bis gleich. Das ist freundlich und gibt keine falschen Signale. Dein Einsatz. Welche Frage nutzt du am liebsten, um Smalltalk auf Deutsch zu starten? Oder welche kleine Panne hat dir mal ein neues Gespräch geöffnet? Schreib uns das gern. Und wie versprochen, die freundliche Erinnerung, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen gibt's gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Schau mal rein, übe die Sätze laut, und wir hören uns beim nächsten Mal.